Also wir können ja ein bisschen was bewegen. Es kann unsere Woche werden. Ganz herzlich. Im schönsten Stadion der Welt, die besten Fans der Welt. Ich begrüße die Fans von Borussia Dortmund. Ja, die erste englische Woche im Jahr 2021 steht auf dem Programm und damit ein herzliches Willkommen zum Feiertagsmagazin an einem außergewöhnlichen Tag, am Montag und mit einem ganz besonderen Gast. Ich freue mich, dass Sebastian Kehl sich die Zeit genommen hat, kurz vorher, vor der Abreise nach Leverkusen, nochmal bei uns vorbeizuschauen. Vielen Dank schon mal dafür, Sebastian. Es geht Schlag auf Schlag. Bereits morgen Abend, wir haben es gerade gesagt, müssen wir gegen Leverkusen ran. Bevor wir darauf zu sprechen kommen, lass uns noch ganz klein wenig zurückblicken auf das Spiel vom Wochenende, auf das Spiel vom Samstag gegen Mainz. Wie groß ist noch die Verärgerung jetzt, 2 Tage nach dem Spiel, über die 2 verlorenen Punkte? Ja, die Verärgerung war kurz nach Spielschluss natürlich schon sehr groß, weil wir, glaube ich, gerade in der ersten Halbzeit eine Vielzahl an Möglichkeiten hatten, das Spiel für uns zu entscheiden. Wir wollten endlich mal wieder einen Heimsieg und das hintereinander, nachdem wir gegen Wolfsburg, finde ich, schon einen sehr, sehr guten Schritt gemacht haben, aber unsere Heimbilanz verbessern und deswegen gegen den Tabellenletzten waren die 3 Punkte eigentlich für uns in greifbarer Nähe, so will ich es mal sagen. Deswegen war es nach dem Spiel schon enttäuschend. Am Sonntag blickt man dann ein bisschen anders drauf. Und bereits heute schauen wir natürlich auf das morgige Spiel gegen Leverkusen. Wir haben eine super interessante Woche vor uns. Das stimmt allerdings. Wir können sozusagen gar nicht lange innehalten. Wir haben trotzdem, finde ich, die Gelegenheit, jetzt morgen in Leverkusen und auch gegen Gladbach in der Tabelle ein bisschen was zu begradigen, für uns in die richtige Richtung zu drehen. Und deswegen schauen wir positiv nach vorne. Nach Wolfsburg und vor allen Dingen Leipzig wollte man natürlich den Lauf fortsetzen. Das sah ja auch richtig klasse aus. Eine kleine Serie vielleicht starten. Das Unentschieden gegen Mainz war da, denke ich, von euch allen nicht so richtig eingeplant. Wie bekommt man denn ganz schnell wieder den Fokus auf das nächste Spiel? Ja, es geht eigentlich relativ zügig, indem man gestern das Spiel analysiert hat, bereits schon ein klein bisschen Ausblick auf Leverkusen gewagt hat. Heute Morgen haben wir jetzt gleich im Anschluss noch eine Sitzung mit der Mannschaft. Da wird der Gegner vorbereitet, sodass man eigentlich dann sich nur noch mit dem kommenden Gegner beschäftigt. Das ist in diesen englischen Wochen, und da hatten wir eine Vielzahl von. Das stimmt, das war eigentlich dann immer wieder das Gleiche. Wir brauchen viel Energie, wir brauchen die richtige Haltung für das morgige Spiel, aber auch den richtigen Plan und das bereitet das Trainerteam seit gestern eigentlich akribisch wieder vor. Welche Rolle kannst du da speziell auch einnehmen? Du bist ja ziemlich nah, oder was heißt ziemlich nah? Du bist nah am Team dran. Ja, ein Tor schießen kann ich nicht mehr, aber ich versuche natürlich wie jeder andere. Schon. Ja, genau, aber ich darf nicht mehr. Ich versuche natürlich trotzdem wie jeder andere auch um das Team herum einzuwirken, mit den Spielern Gespräche zu führen, den Fokus auf die richtigen Dinge zu lenken, ein bisschen abzulenken auch womöglich, dem einen oder anderen ein bisschen Unterstützung zu geben. Dass wir auf unserem Weg bleiben. Ich glaube, dass wir in den letzten Wochen vieles deutlich besser gemacht haben, dass unser Spiel deutlich besser aussieht mit und gegen den Ball, dass Absolut. wir eine höhere Schlagzahl an den Tag legen, Intensität ist höher und die Jungs darin auch zu bestätigen, dass dieser Weg, den wir jetzt gehen, dass wir uns davon nicht abbringen lassen und das ist ein Teil meiner Rolle, aber das versucht auch jeder drumherum. Mit anderen Worten, wir blicken lieber nach vorne als nach hinten. Das machen wir generell ganz gern. Dafür kenne ich Sebastian auch schon zu lange, dass man jetzt einfach den Fokus auf das nächste Spiel legt. Natürlich, Sebastian hat es eben gesagt, also morgen geht es nach Leverkusen, dann geht es nach Gladbach. 2 wirklich sehr, sehr wichtige Spiele. Und gerade gegen Leverkusen wurde uns in den letzten Jahren in Leverkusen auch immer was geboten. Dieses Duell löst etwas aus bei Klein und Groß. Wenn der BVB auf Bayer Leverkusen trifft, ist zuckersüßes Fußball-Entertainment garantiert. 36 Tore fielen in den vergangenen 7 Partien. Im Schnitt klingelt es 5-mal pro Spiel. Das Ganze oft mit positivem Ende für den BVB. Die vergangenen beiden Auswärtsspiele in Leverkusen, Spektakel pur. 13 Mal rumst es im Tornetz, aber beim letzten Aufeinandertreffen verlor Schwarz-Gelb trotz des Traumtors von Emre Can.
Es war die erste Niederlage nach zuvor 4 Siegen in Serie. Naja, einen Durchhänger hat bekanntlich jeder mal. Man muss nur rechtzeitig die Kurve kriegen. Also, da war aber jetzt mal richtig was drin. Gibt es eigentlich ein Spiel gegen Bayer Leverkusen, an das du dich sofort erinnerst? Naja gut, einige Szenen waren jetzt schon gerade in dem Beitrag zu sehen. In meiner anderen Rolle kann ich mich noch sehr gut an das Spiel erinnern, als wir 4:2 gewonnen haben als Paco mit einem Doppelpack kurz vor Schluss das Spiel noch für uns entschieden hat. Das war sehr, sehr emotional, vor allem weil wir in der Halbzeit noch 2:0 zurücklagen. Aber als Spieler habe ich, glaube ich, dort auch mal ein Tor geschossen. 2004 oder 2005, glaube ich, dieses Spiel entschieden. Klassischer Konter und dann eiskalt wie du früher, Nobby. Ja, wie du früher fast. Ja gut, nur mit meinem linken Fuß, du hättest ihn womöglich nochmal auf den rechten gelegt. Aber nein, das war auch ein Highlight für mich persönlich. Also in Leverkusen geht es immer hoch her, es ist immer sehr intensiv. Und die Leverkusener haben ja auch, ich würde mal sagen, in den letzten Spielen nicht das abgeliefert, was sie sich selber zumindest punktemäßig erhofft hatten. Und deswegen stehen auch die morgen auch unter Druck. Es wird also spannend werden, so will ich es mal formulieren. Irgendwie, ich weiß nicht warum, ich freue mich so richtig auf die Woche. Ist doch geil. Leipzig hatte ich mich gefreut, das ist super gelaufen. Jetzt freue ich mich auf die ganze Woche. Sebastian, lass es uns einfach eine schöne Woche werden. Ja, das wär großartig. Gerade gegen die Mannschaften Wolfsburg und Leipzig haben wir es ja auch schon richtig gut angehen lassen. Auch morgen gegen Leverkusen werden viel mehr Räume da sein und Gladbach auch. Also wir können ja ein bisschen was bewegen. Es kann unsere Woche werden. Das stimmt. Wir drücken auf jeden Fall die Daumen. Jetzt ist mit Leverkusen die Halbzeit. Die Hinrunde ist beendet. Jetzt nicht ausführlich. Wie sieht dein Halbrundenfazit aus? Oder dein Hinrundenfazit? Naja, tabellarisch stehen wir auf einem Champions-League-Platz. Das ist das Minimalziel in dieser Saison, was wir uns gesteckt haben. Ja, wenn ich trotzdem ein bisschen zurückblicke, gerade an das letzte Heimspiel. Wir haben zu Hause einfach zu wenig Punkte geholt. In der Heimtabelle stehen wir irgendwo mittendrin. Das ist sicherlich etwas, was eigentlich nicht zu Borussia Dortmund passt, was aber auch zeigt, dass uns die Fans fehlen und diese Atmosphäre in dem Stadion, in dem du gerade sitzt. Und das bleibt so ein bisschen hängen. Auswärts war, denke ich, vieles okay, aber wir brauchen natürlich ein paar mehr Punkte. Und wir können aber auch noch ein bisschen was bewegen. Champions League sind wir noch dabei, DFB-Pokal auch dabei. Es kann auch ein ganz, ganz tolles Jahr werden. Es kann auch. Ja, genau. Wir starten jetzt voll durch. Ja, genau. Wir haben jetzt eben gesehen, im Rheinland war es immer sehr torreich in den letzten Jahren. Leverkusen, auch das hast du eben schon gesagt, ist seit 4 Spielen ohne Sieg in der Bundesliga. Wir hatten den Dämpfer gegen Mainz. Irgendwie so richtig weiß man gar nicht, was einen morgen erwartet. Also die Spiele waren ja immer klasse. Was glaubst du, was wird da morgen passieren? Ja, ich glaube, dass die Leverkusener mit ihrer Art von Fußball, die sie auch in den letzten Wochen gezeigt haben, uns hoch anlaufen werden, intensiv spielen werden. Peter Bosch kennen wir auch ein Stück weit hier aus der BVB-Zeit. Also es werden sich trotzdem für uns Räume ergeben. Und die Leverkusener waren aber auch nicht so schlecht, dass man jetzt sagen muss, sie hätten jetzt die letzten Niederlagen absolut verdient eingefahren, sondern da war auch ein bisschen Pech dabei und ein bisschen Spielglück für die anderen Mannschaften. Also Leverkusen ist eine Top-Mannschaft. Ja. Sie waren ganz lange auf Platz 2 und waren vorne dabei. Und deswegen wissen wir, was auf uns morgen zukommt. Aber es werden sich Möglichkeiten bieten und die müssen wir nutzen. Ja, Sebastian, jetzt kommen wir zu was, kennst du vielleicht ein bisschen, zu Zweikampf. Sebastian gegen Nobby. Wir haben es aber ein ganz klein wenig modifiziert gegenüber dem letzten Mal. Vorher war noch die Auflösung vom letzten Spiel. Letzte Woche war ja Steffen Tickes bei mir und das war quasi wirklich eine Nullnummer. Also nicht das Ergebnis, sondern keine Nullnummer, hat Steffen gesagt. Das war der einzige Punkt, der vergeben wurde letzte Woche. Von daher steht es jetzt 39:29 für mich. Also, ich hoffe natürlich nicht, dass Sebastian mir jetzt 3 Punkte abnimmt oder noch viel mehr. 3 wäre ja... wie viel kann er mir abnehmen überhaupt? Rein theoretisch kann er mir 9 abnehmen. Ne? Aber das werde ich natürlich versuchen zu verhindern. Und deshalb, da du mein Gast bist oder unser Gast bist, schauen wir auf die Tafeln und ich bin gespannt, was du als erstes auswählst. Zweikampf Nobby gegen Sebastian. Es gibt die Rubriken Tor, Personal und Kurioses. Und für das erste Feld gibt es 1 Punkt, für das zweite 2 und das dritte 3. So geht's weiter. Ich bin gespannt.
Also, dann fange ich mit dem ersten Punkt an. Ich darf ja, glaube ich, egal jetzt aus welcher Kategorie einwählen. Ich würde erstmal sagen, nachdem Marco Reus am Wochenende den Elfmeter leider nicht gemacht hat, wird der treffen. Das heißt, aus dem Personal Punkt 2, der Kapitän trifft. Okay. Mein erster Punkt. Ich werde etwas ganz Außergewöhnliches tippen, was auch nicht so oft stattfindet. Tor von außerhalb des 16ers. Ja, komm, Tor von innerhalb des 5-Meter-Raumes. Das wollte ich Erling nehmen. Haaland, ja, ist doch klar, dass du das nehmen dann wolltest. sage Aber die 2 ich- Punkte habe ich sicher. Natürlich Premierentor für Haaland. Ja. Gut, und ich muss ja dann jetzt Noch eins nehmen. noch ein paar Punkte machen. Elfmeter-Tor wird nicht passieren, weil es keinen dann gibt. Nullnummer auch nicht. Dann glaube ich an Roman Bürki und sage, wir bekommen kein Gegentor. Ja, das Da kriegt er 3 Punkte für. Bin ich mal, ja genau. Deshalb, das gefällt mir alles nicht, wie du da. Risiko, ich versuche ein bisschen taktisch auf gefällt Risiko mir nicht zu so gehen. richtig. Ja, jetzt musst du Spiele ein- und auswechseln machen. Nee, sowas mache ich nicht. Aber wir schießen Elfmeter-Tor. Also, wir sind natürlich gespannt, was da morgen kommt. Sebastian, am Wochenende hat es hier auch in Dortmund geschneit. Hast du denn dich auch mal mit deiner Familie in den Garten begeben und hast einen schönen Schneemann gebaut? Ja, kurioserweise haben wir wirklich einen gebaut am Sonntag. Ich bin aber Sonntagnachmittag mit meiner Tochter dann, nachdem ich fertig war, ich bin auch hier rübergefahren, habe mir gestern noch die Amateure angeschaut. Da war ja auch ein bisschen Schneeballschlacht draußen rum, wobei der Platz war pickepacke frei und die Jungs haben es dann richtig gut gemacht. Aber ich muss sagen, gestern, das war wirklich ein schöner Sonntag, wenn man nach draußen geguckt hat, alles in weiß. Auch Manchmal wenn ist die es auch Jungs hier schön, beim wenn Tra- nicht ganz so viel Fußball ist. Ne? Ich meine, man hat ja immer Fußball Ja. im Kopf. Ja, Ganz gut, aber ablegen gestern kann man es war's ja doch nicht, wieder- aber mal so ein bisschen Ja. mit der Familie, denke ich, ist doch auch schön. Ja, absolut. Sehr schön, dann drücken wir die Daumen, dass das eine oder andere hier von deinen getippten Sachen zutrifft. Nicht zu viel, dass ihr, also ihr wisst ja, wie ich das meine. aber, Ja gut, aber am Ende die ist Punkte, die egal, ich wenn wir genannt habe, gewinnen ja, in genau. Leverkusen, Ja, ist mir ist egal. völlig egal, was da passiert. Da kannst du so viele Punkte kriegen, wie du willst. Du hast sie dann am Ende auch verdient. Ja, das war's vom Feiertagsmagazin. Ihr könnt natürlich morgen auch das höchst beliebte Netradio, das objektivste Radio der Welt einschalten. Das ist natürlich auch wieder dabei. Das war's hier aus dem schönsten Stadion der Welt. Tschüss, macht's gut, der Nobby und der Sebastian aus Brakel. Ciao. Tschüss.